Hallo, herzlich willkommen zum Video heute. Heute zeige ich euch meine Einstellungen mit DNTS. Heute zeige ich Einstellungen, wie ihr wie euren TS ordentlich einstellen könnt. Ich habe erstmal, was hier ausgesucht ist, die ganzen Einstellungen, Sachen, was die Auflösung 1080p. Und ich habe rahmenlos eingestellt, Bildmodus rahmenlos, weil ich einen zweiten Monitor habe. Dämonische Wolken. Also habe ich draußen, weil da habe ich auch Performance-Luste. Also Performance-Fresse. So. Dann gehen wir hier auf Erweitert. Dann haben wir hier die Qualität, könnt ihr hochsetzen. Ich habe zum Beispiel eine FAA plus 4 mal AA habe ich genommen und dann habe ich mal 8 mal genommen und dann habe ich mal gesagt, ja, es läuft flüssig. Dann habe ich ja gemerkt, dass das Spiel so flüssig läuft, dass ich wegen mal mit den Einstellungen zufrieden bin. Noch Dämonische Flora habe ich draußen, weil da habe ich auch nicht kein Einglück mit den Craster, habe ich ja natürlich auch, weil ich natürlich auch, ihr könnt auch beweisen, dass ich im Frame-Modus schnell unterwegs bin kann. Ich kann alles mich reinspawnen, ich kann zum Beispiel sofort weiter sofort, es gibt auch Konsumenten und die Konsumenten muss man sich auch noch natürlich, wenn man zum Beispiel, was wird natürlich angefordert und natürlich habe ich mal in Steam einfach hingeschrieben oder in Steam in Warnshop immer geguckt, ob ich mal in Steam mal gucken kann, was für CS Verantwortung hat. Das würde ich euch mal sagen, dass ich in Offline-Modus bin, aber ich bin jetzt aktuell in Online, weil Online. Und dann gehen wir hier auf Systemanforderungen. Da braucht ihr erstmal Windows 10 oder Windows 10. Ja, es geht auch mit Spiel, geht auch mit Windows 10. Ne? Da braucht ihr erstmal einen Professor, der heißt Intel, das geht auch. Oder AMD. Ich habe zum Beispiel, können wir zum Beispiel auf meinen hier auf das System gehen. Hier, pass auf, wo kriegt es denn? PC. Linksklick. Wo ist es denn? Eigenschaften. PC-Eigenschaften. So, dann klicken wir hier auf PC-Infos, dann haben wir einen AMD FX, das ist sehr guter Prozessor, sehr stark. Und die Grafikkarte, die euch ja Arbeitsspeicher ermöglicht, das heißt, die Grafikkarte hat auch Speicher, der hat 4, habe ich, steht da drauf, steht auch 4 und da steht auch 4. Das heißt 4 GB Arbeitsspeicher. In den Systemspeicher, also Systemhauptspeicher, was da drin ist, Explorer mal zeigen. In den Explorer bei dem PC, muss schauen, ich muss das gucken. Dann haben wir zum Beispiel Arbeitsspeicher bei Arbeitsplatz 16 GB reicht vollkommen aus mit 4 GHz. Das reicht vollkommen aus für mich. Und ich bin einfach mal zufrieden mit der TS. Das heißt, jetzt starte ich mal den OMSI, weil starte ich auch mal, kann ich auch mal machen. Und dann mache ich das Video auch mal länger, normal heute. Und dass ich ja auf der Zeit immer, solche Sachen euch meine Einstellung mal zeigen will, weil es gibt auch mal eine Einstellungsfolge und bitte nicht wundern, dass ein Bild von mir ist und ich muss mal kurz mal die Dateien jetzt hier ausblenden. Erstmal Dateien ausblenden, das ist sehr wichtig, weil das geht doch keinem was an. Geht doch keinem was an, dass ich Dateien das mal ausblende. So. Was Lauf der Zeit immer kommt, das ist immer so eine Falle, dann da gibt es auch keine Einfluss darüber. So, jetzt warten noch ein paar Momente, bis ich ja jetzt im Spiel drin bin und Lauf der Zeit wird nichts mehr Neues kommen. Der Lauf der Zeit doch, weiß ich ja nicht. Muss ich auch schauen. Und ich habe mal natürlich den Startsymbol ein bisschen kleiner gemacht, dass man das ein bisschen mehr erkennen kann. Ja, das kann man auch hier im Windows machen, das kann man sich alles so einstellen, aber ich lasse es einfach sein, weil das reicht vollkommen aus.
dauert ein bisschen, ne? Also es ist halt OMSI halt, ne? Der OMSI dauert ein bisschen als der Vorgänger selber. Aber das ist OMSI 1, da hat man auch gemerkt, du drückst auf Öffnen, ne? Und dann bist du schnell da, ne? Das habe ich auch schon. Das habe ich ja noch, das OMSI 1 noch. Spiele ich auch noch selten. Und natürlich, wenn du OMSI startest, da habe ich auch so eine Art, so was auszudecken, was aufzudecken. Wenn du OMSI startest, dauert es erstmal 5 Minuten. Das ist ähnlich, das denkst du daran, dass du einen schlechten alten Rechner hast, was du könntest, Lauf der Zeit, dann musst du natürlich erstmal frühstücken gehen und dann gehst du erstmal frühstücken und dann Lauf der Zeit ist OMSI gestartet. Und das ist immer so eine Fall, ja, frag nicht. Und den alten Rechner, dass du jetzt OMSI gespielt hättest, dann hättest du schon ein Frühstück machen können, duschen und dann wird OMSI geöffnet. Das hättest du, ja. Aber heute wird natürlich bei den Standardkarten immer Lauf der Zeit immer die PC aufgetunt und Lauf der Zeit andere Besitzer, sage ich einfach Besitzer, das Spiel spielen und andere Sachen, wer nicht so viel drauf hat, der kann auf jeden Fall was anderes machen können. Wenn es zum Beispiel so weitergehen könnten, war das sofort. Und da will ich auch nicht von Fink verraten. Ich kenne Menschen, Leute. Ich kenne das. Und ich habe das auch schon mal gehabt. Und dann habe ich gesagt, verdammt doch mal, warum lädt das ganz so lange? Dann habe ich auch gemerkt, dass man so viele Sachen installiert hat. Das bringt man natürlich auch jetzt natürlich auch die Grenzen und das an sich, scheiße, auch scheiße. Wie lange dauert das denn? Und das kann auf jeden Fall Add-ons sein. Es kann bestimmt noch Sachen, was ihr installiert habt. Zum Beispiel, was habt ihr noch installiert? Keine Ahnung, Karten, Mods, keine Ahnung. Und diese Mods werden natürlich ein bisschen lange dauern. Manchmal, wenn du zum Beispiel BBS spielst, also mit dem BBS, mit dem Betriebssimulator. Damit kann man sich auch kaufen, das Spiel. Und das Navigation nicht vergessen, das habe ich auch gekauft, weil das brauchen wir natürlich mit OMSI 2 auch mit Navi fahren kann. Da stehe ich auch hammer drauf. Und natürlich ist die Webcam natürlich so eingestellt, dass ich ja ein bisschen kleiner sehen will. Womit soll man nicht haben. So, dann fangen wir einfach mal an und dann sage ich euch mal Schritt für Schritt, was ich natürlich sage. Ja, Schritt für Schritt und erkläre ich das Ganze euch mal. Was ich natürlich erstmal wähle, Optionen. Dann gehen wir zum Optionenbereich. Da wird es ein bisschen interessanter. Meine Nase, oh, jetzt heute nicht die Nase, bitte. Dann habe ich den Fahrscheinverkauf. Den habe ich natürlich einfach, weil bin auf der einfach Karten unterwegs, weil natürlich wisst, ich kann nicht einfach nicht kassieren, ich kann einfach nur das, was ich will mich nur einfach halten und natürlich bitte keine Anfragen so. Dann habe ich Kopffahren, also das habe ich auch an hier, das heißt Kopfbewegung so machen so, mit wo du Kurven fährst. Identity Steuerung, das habe ich draußen, weil das habe ich ja, ich spiele mit Tastatur und Maus, brauche ich ja nicht. Automatische Lenkdosierung habe ich an, das habe ich auch an, Verzögerung habe ich auch an, diesen Stationlenkung, dass du besser lenken kannst. Kupplung mache ich erst an, wenn natürlich ein Schaltwagen rauskommt. Wartung, guter Wartung. Gehen wir jetzt Kollision, habe ich auch angeschaltet, glaube ich. Ja, Speicher, diesen automatischen Fahrplananzeigen habe ich raus. Ja. Dann ploppt immer so ein Fenster auf und du kommst zu spät, du bist zu scheiße oder so. Das bleibt, das habe ich natürlich raus. Muss aber Haken draus sein. So. Dann dieses Muti, dass er OMSI stabil läuft und da steht natürlich auch drin, dass OMSI ein bisschen flüssiger läuft. Apropos, ihr habt das Ding an, aber macht diesen Haken draußen. Wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr neu startet, dann fragt er immer euch das Ganze, lasst einfach diesen Haken draußen. So. Das werde ich auf jeden Fall, macht das bitte bloß nicht da rein, sonst lädt ihr das Kaufen Stunden und dann lädt das Spiel so lange und ja. Dann haben wir das Ganze noch verkaufen, diese blaue Balken da oben, das ist was für ein Ticket, was kostet das und das, musst du bezahlen, ne? Dann haben wir diese Grafik, ich habe 60 Föderal, Zielwarte habe ich 16 gestellt, dann habe ich optimale
Objekte, das habe ich 400 gestellt. Dann habe ich das alles in der Webseite so eingestellt, wie das Spiel so eingestellt worden ist. Dann habe ich das alles voll laden lassen. Das habe ich in dieses Sonneneffekt. Ballerfuck habe ich aus, das hat auch einer reingeschrieben. FPS-Wand, ja, auch mit ein bisschen gespielt damit. Dann Geräusche, das kommt natürlich auf den Bus drauf an. Leckt auch ein bisschen, ne? Und natürlich gibt es hier noch Fahrzeuge, die, ja, muss ich so sagen, da habe ich ja wenig, im Laufe der Zeit wenig bekommen, aber es Laufe der Zeit wenig bekommen, weil das ist auch, wenn man so welche Karten fährt, dann ruckelt das Steuern meistens und stellt ein bisschen runter. So. Und ja, Add-ons, was haben wir für die Add-ons, die man sich noch installiert hat und schwierig nochmal, wie das ist installiert. Ne? Und natürlich zum Beispiel Kartenmaps, die man installiert hat, muss man sich erstmal laden lassen. Das ist sehr wichtig und zwar, hier wird gar nichts aufgelistet, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel München hat. Es ist auch ein DLC, aber wenn wir zum Beispiel München gehen, dafür zeigt das nicht an. Okay, dann ja. Und dann Fahrer-ID, das ist euer Akte, da könnt ihr von mir auch neue Akte erstellen. Das mache ich jetzt nicht, weil das ist auf jeden Fall, da könnt ihr neue Fahrer, dann könnt ihr einfach neue Fahrer, das mache ich jetzt nicht, weil das ist heute nur zum Zeigen. Schließen, so. Das habe ich euch gezeigt. Und natürlich, jetzt habe ich euch die Einstellung gezeigt, dann, ja, was habe ich denn noch? Ja, das war's alles, ne? Dann geht ihr bitte mal auf die Google Chrome Seite. Da habe ich noch einen Livestream noch offen gehabt, den ich auf der Zeit einen Kommentar gefunden habe. Und zwar mit dem TSAT heißt der, ne? Der hat einfach gesagt, einer hat gesagt, von dem Bus, wenn du jetzt hast, der geht mit der E-Box mit den Pin. Ja, hatte ich nicht gewusst, mein lieber Freund, habe ich jetzt vergessen. Habe ich vergessen, also tut mir leid, hätte man das eher fragen können. Und natürlich auch dieses Video habe ich auch noch geguckt, weil das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich noch ein paar Videos hochgeladen zum Beispiel. Wenn man zum Beispiel einen Morgenstream, wenn ich mein Morgen-Video, wo ich am Gähnen wäre, aber das ist so, wollte ich kurz sagen. Und wie viel habe ich denn aktuell auf dem Kanal? Auf dem Kanal besitze ich über 800 langsam. Ich will über 800, weil der Lastschiefer wird immer im Laufe der Zeit empfohlen. Das heißt, die ich selten schaue oder richtig gut schaue. Das heißt zum Beispiel, wenn wir so drauf gucken, das ist das Performance-Bild, was man haben kann. Also das sehe ich dir, das bewegt sich, da könnt ihr mal draufklicken, die Einstellung ist voll abwärts. Das heißt, ich mache mal den Ton aus. Und natürlich hat man natürlich auch gedacht, ja, das Video ist auch 27p, das reicht auch vollkommen aus, ne? Und die könnt ihr von mir auch downloaden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich auf den Link klicke, zum Beispiel da hingeschrieben, und da könnt ihr auf jeden Fall in die Map reinschauen. Da könnt ihr vom Video das Ganze herunterladen zum Beispiel. Das ist die Wilsenburg-Karte, die euch jetzt auf den Link drauf gedrückt habt zum Beispiel. Dann klickt ihr auf Megafile. Das ist diese ganzen Sachen, die ganzen Downloads, die ich angeboten habe. Ja. Und weiter so fort. Dann sage ich mal, das Video haben jetzt euch gefallen. Wenn ja, ein Abo zu lassen und das natürlich wieder beischeint. Sage ich Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.